Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut bei mir. Ich bin Andreas von der Cake Meisterbackstube und ich zeige euch heute dieses Teil hier, eine Riebessel Baiser-Schaumschnitte, und wie man das macht, wie man den Baiser macht, dass der auch so einen schönen Stand hat. Ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen. Das will ich euch heute zeigen. Der Schaum halt sicher 1-2 Tage im Kühlschrank, wenn es sein muss. Und wie das funktioniert, starte ich gleich rein. Let's heads! An Zutaten für meine Riebessel-Schaumschnitten brauche ich folgende. Und zwar brauche ich einen Butter, Staubzucker, Mehl, Eier, Backpulver, Zitronenabrieb, Salz und eine hochwertige Vanillepaste. So, die Zubereitung ist jetzt folgende. Ich mache einen ganz normalen Rührteig, das heißt, ich habe hier schon die Butter drin, die Vanillepaste. Ich gebe jetzt den Staubzucker noch dazu und dann kann ich das schon mal laufen lassen zusammen. Mal rein damit. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die frische Zitrone, die Schale davon. Gut, dann lasse ich das mal laufen. Wenn ich das dann ein bisschen schaumig geschlagen habe, dann gebe ich die Eier nach und nach rein. Am Schluss das Mehl, ganz normaler Rührteig, und die Sache ist schon fertig. Zwischendurch mal zusammenputzen, damit sich das alles schön aufschlägt. Noch ein bisschen laufen lassen. Dann gebe ich nach und nach die Eier rein. Damit es ein bisschen besser bindet, kann man auch so ein bisschen mit Mehl nachhelfen. So, ich habe jetzt meine Masse schön aufgeschlagen, die Eier sind schon drin. In dem Fall 3 Stück, was ich hier brauche. Dann gebe ich das Mehl rein, da habe ich das Backpulver schon dabei. Ich habe das vermischt mit dem Mehl. So, den Rest mache ich selber mit der Hand noch ein bisschen. Das ist bei der kleinen Menge, geht das ja super schnell in der Maschine. So, die Masse ist dann fertig. Was ich mir jetzt hier vorbereitet habe, ich habe mir so ein kleines Blech genommen und habe da schon mal einen Mürbeteig reingelegt. Ich stehe auf dem Mürbeteig, ihr müsst es nicht machen, könnt es auch ohne machen, aber wenn ihr es mit Mürbeteig macht, dann ist es halt nochmal der extra Kick. Den muss ich auch nicht vorbacken, einfach so, wie er ist. Das Ganze jetzt schön verstreichen, schön gleichmäßig. Dann mache ich die Riebessel noch drauf und dann geht das Ganze in den Ofen rein. So, dann habe ich mir hier schon die Riebessel vorbereitet, die streue ich oben drauf. Ich mache gleich direkt zum Backen welche drauf auf den Teig selber, auf den Rührteig, und ich mache dann noch frische drauf, bevor ich den Baiser drauf gebe. Das ist also der erste Part. Den haben wir jetzt soweit fertig. Das gebe ich jetzt in den Ofen. So, mein Riebesselkuchen Part 1 kommt aus dem Ofen. So schaut der jetzt aus. Schön gebacken. Den lasse ich jetzt auskühlen. Und wenn der kalt ist, dann mache ich leider den Baiser. So, bei mir geht es jetzt weiter. Ich war jetzt mit dem Eiweiß und mit dem Kristallzucker auf dem Wasserbad. Ich habe das warm gemacht. Also wenn man da mit dem Finger reinfährt, ja, das darf schon ganz gut warm sein. Ihr müsst aber keine Angst haben, dass euch das fest wird oder dass ihr Rührei bekommt. Der Zucker verhindert das, selbst wenn es relativ heiß wird, dass das Eiweiß stocken anfängt. Das ist eigentlich das Coole dran. Und das schlage ich jetzt auf in der Rührmaschine. Und wenn das aufgeschlagen ist und kalt geschlagen ist, also wenn es dahergreift, dann soll das wirklich es soll keine Wärme mehr da sein, sagen wir so. Dann nehme ich es raus und dann hebe ich einen Staubzucker drunter. Und dann ist der Schaum, der Schnee so stabil, dass euch der locker 1-2 Tage hält, ohne dass irgendwie Flüssigkeit oder so
rausläuft aus der Masse. So, mein Fleischschnee, der ist jetzt fertig. Der ist richtig schön fest geworden. Da gebe ich hier den gesiebten Staubzucker noch rein. Und mit dem wird der Schaum halt dann richtig bombenfest. Und wie gesagt, der steht euch sicher 1-2 Tage, ohne dass er Feuchtigkeit verliert oder dass der Zucker rausläuft oder so Geschichten, wie man es halt so kennt. Ich gebe mir jetzt da ein wenig da oben drauf und das mache ich eigentlich nur, damit die Johannisbeeren richtig festkleben. Man kann auch, wenn man es jetzt ganz drüber machen will, kann man auch hier eine Vanillecreme drauf geben. Und das schmeckt auch super gut. Aber ist jetzt kein Muss. Kann man, muss man nicht. So, dann gebe ich mir da die Johannisbeeren drauf, die Riebissel. Und ich mit dem Baiser halten es mir ein bisschen besser. Und da streue ich echt schön dick drauf. Da ein cooler Trick, aber muss man jetzt auch nicht machen. Wenn man hier reinbläst und hinten die Luft rauskommen lässt, dann habe ich komplett die ganze Luft draußen. Und sonst, wenn ich dressiere, wenn es irgendwie heikel ist und ich dressiere, dann kann es sein, dass die Luftblase kommt und es spritzt alles raus und das kann ich so vermeiden. Aber okay, dann das grob drauf machen hier. So, das verstreiche ich jetzt. Und ich versuche halt natürlich keine Brösel jetzt oben drauf zu bekommen. Und man sieht das jetzt von der Baiser-Masse, dass das oben so eine raue Struktur ist. Finde ich jetzt nicht wirklich schön. Deshalb gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich mache mal die Palette und das heiße Wasser. Wenn die richtig im heißen Wasser war, feucht abziehen, dann ist das oben super glatt. Mit der nassen Palette oben da so drüber fahren. Und dann schaut das schon mal viel besser aus wie vorher. Und mit der Teigkarte, mit dem Kämmen mache ich es genauso. Teigkarte ein bisschen nass machen und dann oben drüber fahren zum Kämmen. Wunderbar. Was jetzt noch fehlt, ist abbrennen. Mein Gasbrenner fühlt sich ziemlich leer an. Ich hoffe, es geht sich noch aus. Den einmal schön gleichmäßig abflemmen. So, und fertig sind die Riebissel verschnitten. Die werde ich jetzt natürlich auch gleich aufschneiden, ist ja eh ganz klar. Und da ist auch wieder der Trick mit dem heißen Wasser, kurz unter das heiße Wasser, mit einem vernünftigen Messer und dann sollte der Sache nichts mehr im Wege stehen. So, die erste Seite haben wir, dann die zweite Seite. Ich schneide Kanten jetzt auch nur für euch so schön sauber. Zu Hause wird das natürlich keiner machen. Zu Hause schneidet man den in Stücke und die Sache ist gegessen. Dann einmal hier die Mitte. Schneiden wir es immer oben vor zuerst, die Haut. Und dann wieder mit dem heißen Wasser, da was vorgezeichnet ist, dann durchschneiden.
Dann schneiden wir hier noch Stücke runter. Viel schneiden muss ich da nicht, ich drücke da eher. So, ich würde sagen, die Riebessel-Schaumschnitte ist gelungen. Schön hoher Baiser, wunderbar. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu drücken, Kommentare reinzuhauen in die Tasten, würde mich super freuen, damit der Kanal vorwärts kommt. Und von meiner Seite her ist es das gewesen. Ich verabschiede mich. Pfiat euch, auf Wiedersehen, macht's es gut.